Mein Name ist Konrad Kürbis, ich bin einer der People of Erfurt. Ja, mein Name ist Konrad Kürbis, ich bin hier im Haus der Kurator für die Amphibien, Reptilien und Säugetiere. Eigentlich alles an Wirbeltieren, was nicht fliegt. Stimmt nicht ganz, Fledermäuse fallen auch in meinen Bereich mit rein. Aber das ist eigentlich mein Hauptaufgabenbereich. Und ich habe eigentlich einen ganz besonderen Schwerpunkt bei mir vor allem auf den Amphibien mitliegen. Das ist auch der Bereich, wo ich eigentlich ursprünglich beheimatet bin. Das Naturkundemuseum ist ein sehr besonderer Ort. Hinter den Kulissen befinden sich insgesamt 1,6 Millionen Sammlungsobjekte, was eigentlich so dem normalen Besucher gar nicht auffällt, wenn er die Ausstellung sieht. Also da gibt es noch wesentlich mehr hinter den Kulissen auch zu entdecken. Und auch das, was eigentlich das Haus ausmacht, ist, dass es eigentlich ein Museum verschiedene Aufgaben erfüllt. Es gibt 4 verschiedene Säulen, die wir eigentlich bearbeiten. Das eine ist das Ausstellen und Vermitteln, was man als normalen Besucher erlebt. Wir haben auch das Sammeln und das Bewahren im Hintergrund, das Sammeln, was sich in den Sammlungen befindet, das Kulturgut, was wir dort bewahren. Wir haben aber auch das Bewahren an sich, was vor allem auch bei uns die Präparatoren mit übernehmen, die dafür sicherstellen, dass die Präparate halt auch für die Nachwelt mit konserviert werden können. Und ein Punkt, der bei uns auch noch eine große Rolle mitspielt, ist das Forschen. Ja, was hat mich eigentlich nach Erfurt verschlagen? Ich bin kein Ur-Erfurter, sondern ich bin dann zugezogen, da bin erst 2018 nach Erfurt gekommen. Ja, aber eigentlich so, das, was mich hergebracht hat, waren eigentlich wirklich die Frösche. Ich bin von Kindesbeinen an, seit meinem 4. Lebensjahr eigentlich irgendwie mit dieser Artengruppe verwurzelt, wenn man das so möchte. Ich habe am Gartenteich von meinem Opa den ersten Frosch in der Hand gehabt und dann war es eigentlich um mich geschehen. Und das Thema hat mich eigentlich nicht mehr losgelassen. Ich wusste eigentlich schon in der Schulzeit, dass ich genau in die Richtung auch später was machen wollte, Biologe werden wollte, mit Fröschen arbeiten wollte. Ja, und das hat mich dann zum Biologiestudium gebracht. Ich habe dann später am Senckenberg-Museum für Naturkunde in Görlitz und der TU Dresden zusammen Biodiversität und Sammlungsmanagement studiert, weil mich auch Museen schon immer fasziniert haben. Ich habe aber diesen Schwerpunkt Amphibien, Frösche eigentlich nie aus den Augen verloren. Ja, und irgendwann hat es mich dann tatsächlich nach Erfurt verschlagen. Und heute arbeite ich tatsächlich auch viel mit Fröschen. Mache Forschung auch in diese Richtung mit hinein, darf Öffentlichkeitsarbeit in diesem Bereich mitmachen und nehme andere Leute eigentlich mit in einen Bereich, ja, der mich sehr fasziniert und probiere halt auch diese Begeisterung zu vermitteln und mit anderen Leuten auf den Weg zu gehen. Wie schafft man es eigentlich an so einem Museum, so eine Begeisterung auch mit rüberzutragen? Sowas zu vermitteln, das runterzubrechen. Im Endeffekt ist es so, wir sind knapp 10 Mitarbeiter im Haus, das fluktuiert immer ein bisschen, aber es ist eigentlich, dass wir alle, die fest in diesem Haus arbeiten, brennen für die Themen. Das zu vermitteln passiert in verschiedenen Kontexten. Das kann sein, also unsere Aufgabe als Kuratoren ist auch, dass wir Ausstellungen mitgestalten. Da setzen wir natürlich auch Themenschwerpunkte, schaffen es darüber, bestimmte Themen in den Fokus zu setzen. Wir sind nicht dabei, dass wir eine komplette wissenschaftliche Arbeit dort zeigen, mit allen Details, was drumherum gehört und dass wir halt nur mit Fachbegriffen um uns werfen. Und es ist manchmal viel schwieriger, ein Fachthema runterzubrechen, dass man halt wirklich die Kernaussage trifft, aber es wirklich verständlich macht. Gerade wissenschaftliche Themen so zu verarbeiten, dass sie allgemein verständlich sind, ist eine Herausforderung. Und das macht aber auch den Reiz aus. Ja, vielleicht auch noch, was so meine Arbeit mit beschreibt oder viele können sich wahrscheinlich schwer vorstellen, wie so ein Arbeitsalltag mit aussieht. Was ist ein Kurator eigentlich? Was mache ich eigentlich in diesem Aufgabenbereich? Was ist mein Job? Man kann von vornherein eigentlich sagen, man ist irgendwo in vielen Bereichen mit unterwegs. Also mein Hauptaufgabenbereich liegt vor allem auch daran, die Sammlung zu kuratieren. Also ich sorge dafür, dass das Sammlungsmanagement funktioniert. Lege aber auch zum Beispiel einen Schwerpunkt, was gesammelt wird. Ich gucke auch, wohin ich meine Forschung quasi treibe. Das hat oftmals wiederum Einfluss darauf, was wir für Sammlungsobjekte mit ans Haus bekommen. Zum
Beispiel machen wir gerade ein größeres Forschungsprojekt zum Biber, zusammen mit der Natura 2000 Station Römhild-Grabfeld in Südthüringen und gefördert durch das Thüringer Umweltministerium. Und dort widmen wir uns dem Einfluss des Bibers auf die Artenvielfalt einer Region. Der Biber war 400 Jahre ausgerottet in Thüringen, ist seit 2007 wieder eine Art, die den Einzug gehalten hat bei uns im Freistaat. Und wenn der Biber an einem kleinen Bach auftritt, dann verändert sich natürlich einiges. Wir haben Dämme gebaut, Fließgewässer, bildet kleine Stillgewässer, die entstehen. Das hat wiederum Einfluss auf Amphibien beispielsweise oder auch auf Fischarten oder auch zum Beispiel auf Muscheln, die in so einem Gebiet vorkommen. Was damit auch mit einherkommt, wir kriegen alles an toten Bibern aus Thüringen bei. Das sind oftmals Tiere, die sind überfahren worden, die werden bei uns dann seziert, wir gucken nach Todesursachen, wir schauen uns dann auch noch verschiedene andere Dinge mit an. Die Tiere werden vermessen, werden die Gewichte mitgenommen, das wird alles bei uns archiviert. Wir nehmen Gewebeproben, Haarproben, die bei uns mit dann auch in den Sammlungen mit aufbewahrt werden für spätere wissenschaftliche Untersuchungen. Ja, das Naturkundemuseum Erfurt ist kein toter Ort. Hier passiert eine ganze Menge auch im kulturellen Kontext, ob das verschiedene Veranstaltungsformate sind, ob das verschiedene Sachen sind, wo wir auch Wissen mit vermitteln. Da passiert sehr, sehr viel, auch gerade vor den Kulissen. Also wir haben eine sehr ausgeprägte Museumspädagogik, die vor allem einen Schwerpunkt auch daran hat, das Wissen an Schüler mit weiterzugeben, an Kinder weiterzugeben. Wir haben zum Beispiel auch die Gruppe der kleinen und der jungen Naturforscher, wo wir mehr oder weniger Schüler probieren, an naturwissenschaftliche Themen mit heranzuführen, treffen uns da regelmäßig und haben dann immer verschiedene Schwerpunkte, womit wir uns auseinandersetzen. Wir haben verschiedene Veranstaltungsformate, wie beispielsweise Sonderausstellungen, die regelmäßig mitkommen, wo man einfach in dem Kontext nochmal das Highlight auf bestimmte Themen mitlenken kann. Ja, und was der Beruf eigentlich auch mehr oder weniger mitbringt, ist, dass wir alle ja für das Thema brennen, wo wir uns dafür interessieren, spezialisiert haben. Deswegen hört eigentlich auch unsere Arbeit nicht auf, wenn wir das Haus verlassen. Also wenn wir das Museum hinter uns gelassen haben, geht es bei den meisten von uns eigentlich zu Hause fleißig weiter in diesem Bereich. Ich selber bin zum Beispiel mit engagiert im Verein für Amphibien- und Reptilienschutz Thüringen. Und dort ist dann eigentlich dieses spezielle Engagement nochmal auch gerade Richtung Naturschutz, auch mit Öffentlichkeitsarbeit nochmal Dinge zu machen, Vorträge beispielsweise, die dort mit reinspielen. Oder dass wir uns beispielsweise auch um Leute mit kümmern, die ehrenamtlich Amphibienzäune mit betreuen. Denn die Kröten müssen ja von einer Seite auf die andere auch mitkommen, um zu ihrem Fortpflanzungsgewässer zu gelangen. Die Autos sind natürlich ein Problem. Ich selber habe zum Beispiel als Schüler, meine Eltern mussten bei mir Ostern statt Ostereier suchen, immer Kröten über die Straße tragen, mich auch in dem Bereich mit engagiert. Und es ist einfach sehr, sehr wichtig, auch gerade diesen Ehrenamtlern immer das mit auf den Weg zu geben, wie wichtig ihre Arbeit ist. Und dass es halt eigentlich nie aufhört. Dass es eine total bedeutende Sache ist, sich auch dort zu engagieren und dass man da halt nicht hinten runterfällt. Oder beispielsweise auch Naturfotografie, was bei mir ein sehr besonderer Fokus auch mit ist, wo verschiedene Projekte auch mitlaufen, die man sich selber gesteckt hat. Und mein Fokus ist natürlich hauptsächlich in der Fotografie auch auf Amphibien und Reptilien. Und ein Projekt, was aktuell passiert, ist, dass ich Kaulquappen als Studioaufnahmen fotografiere von einem schwarzen Hintergrund, wo man die Merkmale von diesen Arten, von diesen einzelnen Kaulquappen nochmal sehr, sehr deutlich mitsehen kann, bestimmungsrelevante Merkmale nochmal miterkennen kann. Und das halt eigentlich mit umzusetzen, ist eine Menge Arbeit, hat auch viele Jahre eigentlich jetzt gedauert, bis ich so weit bin, dass ich damit zufrieden bin. Aber dadurch entstehen jetzt sehr, sehr spannende Fotos, wo man gerade auch das nochmal sehr, sehr gut mit vermitteln kann. Also kommt vorbei, entdeckt Faszinierendes im Naturkundemuseum Erfurt.